wahrscheinlich zu faul. Wobei faul ist halt eigentlich das falsche Wort, weil es ist ja nicht viel Aufwand. Es ist einfach nur nervig. Also faul, ich bin auch faul, aber es ist eigentlich das falsche Wort dafür. Weil du musst ja legit nur kurz in dein Haus gehen und das Pad tauschen. Das dauert halt legit 5 Sekunden. Also pro Char. Wenn du noch umloggen musst und dann 20 Chars auf einmal hast, dann dauert es natürlich länger, aber an für sich ist es jetzt eigentlich nichts, was wirklich mit faul oder nicht faul zu tun hat. Es ist eigentlich mehr so, ja, du musst halt einfach mehrmals am Tag im schlimmsten Fall, wobei es halt drauf ankommt, wenn du jetzt bei Stufe C anfängst, musst du es eigentlich nicht machen. Weil ich habe nämlich mal eingesehen, ich will jetzt nicht sagen, wer es ist, aber ich habe mal eingesehen, der hat immer 14 Chars auf einmal fertig gemacht auf Channel 3 beim Pet-NPC und der ist dann quasi mit 14 Chars vorm Haus gestanden. Und du hast ja daran erkannt, dass es immer der gleiche ist, weil alle seine Chars den gleichen Namen haben. Der stand dann immer mit 10, 14 Chars vor dem Haus. Dann ist er zum NPC gelaufen. Also der hat quasi immer alle zeitgleich gemacht. Hat dann halt immer 10, 15 Minuten verloren in der Zeit, wo er die Pets getauscht hat und bla bla bla. Aber der hat es halt so gemacht, der hat sich einmal den Wecker wahrscheinlich gestellt auf 50 Stunden. Also alle 2 Tage plus 2 Stunden. Und dann hat er wahrscheinlich alle Pets auf einmal getauscht. Alle Pets auf einmal neu rein. Neuer Wecker. Und dann wieder alle 2 Tage quasi. Erst wieder reinschauen müssen. Aber das habe ich ja auch gesagt in dem Video. Wenn du halt von Stufe C aus anfängst, dann ist halt bei jedem Pet, das du verkaufst, immer schon mindestens 25 Mio weniger Gewinn. Weil der das... Oder halt 20 bis 25, je nachdem. Aber weil du halt das C-Pad erst kaufen musst. Also du machst dann halt viel weniger Gewinn. Mit jedem Pad 25 Mio weniger. Vorteil ist, es ist nicht mehr ganz so nervig. Nur alle 2 Tage nervt es dich. Roundabout. Manchmal gibt es halt Überschneidungen. Aber ja. Ja, mal schauen. Aber fürs Erste bin ich, glaube ich, raus. Vielleicht mache ich es mit 1, 2 Chars oder so. Ich meine, gut, das Nervige ist, ich habe jetzt noch so viele A-Pads, die soll ich schon auch fertig machen. Das wäre schon ziemlich dämlich. Also ich habe jetzt noch so viele A-Pads, dass ich mir schon... Also ein NPC, der läuft 10 Tage. Das sollte ich schon machen. Aber ich meinte halt, dass ich quasi nicht nochmal mit 23 Chars NPCs aktiviere. Weil ich hatte ja quasi mit 23 Chars jeweils 3 NPCs. Also quasi 24, das waren 24. 24 mal 3 NPCs, also 72 Pet-NPCs zeitgleich. Und zwar auch wirklich alle, von F bis A. Und das war natürlich schon brutal. Das war eine richtige Fabrik, sozusagen. Ist halt maximaler Gewinn, weil wenn du von F anfängst, hast du halt die minimalsten Kosten. Aber dafür ist es halt auch einfach nervig. Vor allem die F-Pads nerven, weil die sind alle 10 Stunden ist deins fertig. Das heißt 2 Mal pro Tag. E ist schon relativ entspannt, alle 20 Stunden, das ist nur einmal pro Tag. Und ab D sind es 50 Stunden, also alle 2 Tage 2 Stunden. E und F sind schon extrem nervig, deswegen wird das auch keiner machen. Aber wenn man es macht, dann verdient man halt mit jedem Pad nochmal 20 Mio mehr. Profit, sozusagen. Vor allem, weil du aus einem F-NPC halt auch sau viele Pets rausbekommst. Und aus einem E-NPC bekommst du halt auch sau viele Pets raus. Das heißt, ein Pet auf den NPC runtergerechnet, also auf den F-Coin runtergerechnet, kostet ja so gut wie nichts. Aber ja. Gibt schon Gründe, warum das nicht alle machen. Weil es halt, wie gesagt, saunervig ist. Aber ich hatte ja Urlaub, deswegen habe ich es halt einfach mal ausprobiert. Jetzt kann ich es halt bewerten oder beurteilen, wie nervig es wirklich ist. Wenn man das immer nur so hört, dann kann man es ja nicht wirklich einschätzen. Ist der Markt aber nicht trotzdem irgendwann übersättigt, Jax? Die Betonung liegt auf irgendwann. Mal angenommen, es gäbe jetzt hunderte perfekte Pets und keiner würde sie mehr kaufen, dann würde wahrscheinlich auch keiner mehr Reroll-Pets kaufen. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Also es gibt mittlerweile echt viele perfekte Pets und die kosten auch nur noch 8 Milliarden oder so. Also ich habe zumindest schon perfekte CD-Pets für 8 Milliarden gesehen. Und die haben mal über 30 gekostet.
Oder auf jeden Fall über 20, aber wahrscheinlich sogar über 30. Das heißt, sie sind nur noch 25% von dem Wert, was sie mal wert waren. Oder was sie mal wert gewesen sein sollen. Ich meine, wirklich oft verkauft wurden die wahrscheinlich nicht, dass man das wirklich beurteilen könnte, wie viel sie tatsächlich jetzt wert waren. Aber wenn du das bedenkst, auf ein Viertel des Wertes runtergebrochen, ist natürlich schon brutal. Und ja klar, wenn es die Reroll-Pets noch günstiger werden sollten und immer mehr perfekte Pets existieren würden oder werden, dann wird's natürlich schon immer günstiger noch. Aber das geht halt nicht so schnell. Und ja. Man muss ja auch bedenken, es ist ja echt erst 3 Monate her. Mitte Oktober wurden die Pet-NPCs eingeführt. Das ist halt legit 3 Monate her. In 3 Monaten kannst du jetzt halt auch nicht alles komplett verändern. Und die Preise sind ja schon um 300 Mio gesunken. Die Pet-NPC-Preise waren vor dem Update bei knapp 500 Mio und jetzt sind sie bei rund 130 Mio. Also sind schon um über 300 Mio günstiger geworden, die Reroll-Pets. Und wie gesagt, die perfekten Pets sind um 75% günstiger geworden. Also schon eine geistesgestörte Änderung in 3 Monaten. Also warten mal ab, was in einem Jahr ist. Also in einem Jahr oder so, oder in, keine Ahnung, 6 Monaten könnte der Markt vielleicht irgendwann mal übersättigt sein. Aber da ja theoretisch jeder ein Pet braucht und die meisten wollen ja wahrscheinlich sogar 2 oder 3. Also jeder PvP-Spieler will wahrscheinlich mehrere Pets. Jeder PvE-Spieler will mindestens 2 Pets eigentlich. Immer HP plus Damage in der Regel. Oder ich meine, nicht jeder will das, aber viele. Zum Giant-Farmen, zum Bosse-Farmen und so ist ein HP-Pet schon nicht schlecht. Und so. Also. Ist schon nicht schlecht. Also man kann es positiv und negativ sehen mit den Pet-NPCs. Positiv ist halt, dass sich jetzt halt jeder ein geiles Pet kaufen kann. Vor allem die Reroll-Pets, die halt halbwegs gut sind, so wie das Pet, was ich hier gerade habe. Sollte eigentlich, also ich wollte es eigentlich verkaufen. 11336, 41 Int. Früher wäre das wahrscheinlich 700 Mio wert gewesen oder mehr. Wahrscheinlich sogar mehr, vielleicht sogar 1 Milliarde. Ich meine, vor dem Pet-NPC-Update war 41 Int schon gar nicht mal so schlecht. Wenn das ein HP-Pet wäre, wäre es wahrscheinlich 3,5k oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Das wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Jetzt ist es halt Trash. Jetzt ist es gerade mal besser als ein Standard-Reroll-Pet. Und ich benutze es einfach selber, weil es zum Verkaufen ist fast schon zu schade. Weil es besser ist als mein 12345 Pet. Aber ist halt für Anfänger geil. Und auf der anderen Seite ist es halt blöd für Dungeon Farmer, weil die mit den Pets jetzt halt weniger Geld verdienen. Wobei man sagen muss, wer wirklich Dungeons farmt, also Wilds vor allem, hat ja jetzt eigentlich nicht wirklich wegen den Pets gefarmt. Da waren die Pets ja eigentlich auch schon mehr die Trostpreise. Ich meine, gut, klar, die Waffen und Drops und so, die sind so selten. Damit rechnest du jetzt nicht jeden Run. Bei einem Pet rechnest du schon eher mit jeden oder jeden zweiten Run damit, dass meins kommt. Aber letztendlich hast du ja hauptsächlich wegen Fragmenten und wegen den Hauptgewinnen gefarmt und jetzt nicht wirklich wegen den Pets. Aber für die ist es natürlich blöd. Aber ich würde sagen, der Gewinn für vor allem Anfänger ist eigentlich das Größte. Also für normale Spieler ist es natürlich auch nicht schlecht, die jetzt auch keine 20 Milliarden rumliegen haben, um sich ein krasses Pet zu kaufen oder kaufen konnten. Aber am geilsten ist es wirklich für Anfänger, weil die können sich jetzt halt ein 15% Crit-Rate-Pet holen für 150 Mio, das sie ab Level 60 auch benutzen können. Also wirklich Anfänger können das auch wirklich machen. Gut, du brauchst die 150 Mio, aber ich meine, theoretisch das sind 1000 F-Coin. Also ich meine, da kannst du auch mal einmal cashen. Ich meine, viele cashen ja sowieso 10, 20 Euro für ein CS-Pad oder so. Kann man schon einmal machen. Und von der Value her 15% permanent Crit-Rate. Die Unterhaltskosten von einem S-Pad sind extrem gering auf die Stunde gerechnet. Was ist das, 1 Mio oder so? Oder ein bisschen mehr als 1 Mio. Das ist so gut wie gar nichts. Und wie gesagt, 15% Crit-Rate für ein Low-Level Blade oder für ein Low-Level Jester oder so ist halt insane. Und das hättest du dir vorher nicht leisten können, weil vorher hätte so ein Pad halt, wie gesagt, 480 Mio gekostet. Und ich meine, das ist dann schon eher unwahrscheinlich, dass jemand 3000 F-Coin auflädt, nur um sich so ein Reroll-Pad zu kaufen oder so. Das hätte halt kein Mensch gemacht. Vor allem, weil solche Pads wahrscheinlich sogar mehr wert gewesen wären, weil sie ein bisschen besser sind als
komplette 11111er Reroll-Pads. Die haben wir dann wahrscheinlich eher so 600 gekostet. Also für Anfänger ist es eigentlich die beste Änderung. Für Dungeon Farmer wahrscheinlich die schlechteste. Und für alle anderen ist irgendwie so mittendrin. Je nachdem. Für manche ein bisschen besser, für manche ein bisschen schlechter.